Du hast bereits die untere Lage, die sogenannte Chalumeau-Lage auf der Klarinette gelernt, funktioniert wunderbar. Deine Finger sitzen da, wo sie sein sollen. Und jetzt in der Überblaslage funktioniert es nicht mehr so gut. Vielleicht quietscht die Klarinette und du kommst nicht so gut zurecht. Oder es ist nicht so, dass die oberen Töne an sich das Problem sind, sondern der Wechsel zwischen der tiefen Lage und der hohen Lage. Ja, vielleicht quietscht es auch da wieder. Irgendwie ist es undicht oder du weißt nicht, woran das liegt. Dann könnte eine Möglichkeit sein oder eine Ursache dein linker Daumen. Was es mit dem auf sich hat, das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Online Klarinette lernen mit Praxistipps rund um die Klarinette. Mein Name ist Verena Schuknecht und heute geht es um den linken Daumen. Ich hatte schon mal ein Video zum rechten Daumen gemacht, das findest du an der Stelle hier. Und heute mal zum linken Daumen. Ja, die Daumen, die sind bei der Klarinette meistens, ja, denkt man nicht so viel drüber nach, aber sie sind gar nicht so unwichtig. Und der linke Daumen, der hat eigentlich auch eine sehr wichtige Aufgabe, nämlich er ist die Brücke zwischen der Chalumeau-Lage und der Überblaslage, der sogenannten Clarinlage. Ja, und wenn du jetzt angefangen hast, Klarinette zu lernen und du lernst so langsam deine tiefen Töne, bist da schon weit fortgeschritten und hast dir nie Gedanken über den linken Daumen gemacht, dann hast du vielleicht eine Position, ich möchte es dir mal zeigen, die vielleicht so aussieht. Also das Loch ist gut abgedichtet, kein Problem. Ja, es könnte auch so sein, wie auch immer. Ja, das Loch ist abgedichtet, kein Problem. Wenn du jetzt in der tiefen Lage spielst, ist es auch kein Problem. Ja, das Loch ist ja zu. Wenn du jetzt aber überbläst und vielleicht auch eben Registerwechsel spielst, also immer zwischen der unteren Lage und der hohen Lage hin und her wechselst und deine Position ist so, wie ich es dir gezeigt habe, dann könnte es zu Problemen führen. Ich will dir das nochmal zeigen. Also wenn du deinen Daumen hier rechts, waagerecht, nicht rechts, sondern waagerecht liegen hast und du möchtest überblasen, dann musst du immer drehen, um auf die Klappe zu kommen. Ja, oder hüpfen oder rutschen oder irgendwas hier rumrühren. Und das wirkt sich dann auf vor allem den Ringfinger aus. Ja? Die anderen zwei Finger, Zeigefinger und Mittelfinger, die sind gar nicht so betroffen davon meistens. Aber der Ringfinger, der ist sowieso schon etwas ungemütlicher auf der Klarinette. Und den verzieht es dann leicht. Wenn du leicht drehst oder rührst, dann passiert das, dass der Ringfinger mitrührt. Und das führt dann gerne zu Quietschen. Also stellen wir uns mal vor, du spielst ein tiefes A zum Beispiel und gehst zum hohen E. Ja, ganz einfacher Registerwechsel an sich. Ja, also ansonsten wechselst du nichts, es ist nur der Daumen, der bewegt werden muss. Und wenn du jetzt rührst, hinten oder schiebst oder was auch immer, dann verzieht sich der Ringfinger und schon kommt es zum Quietschen, weil er nicht mehr richtig deckt. Also, was kannst du tun, damit es funktioniert? Setze den Daumen einfach am besten diagonal oder es darf auch senkrecht sein, ja, aber so weit oben, dass du mit der einen Seite schließt vom Daumen oder mit der einen Stelle, muss man sagen, und ansonsten hier drauf kippst. Das heißt, das Gelenk, was du nutzt, ist eigentlich dieses hier. Ja, dabei bewegt sich der Daumen schon, aber der Rest der Hand ist ruhig. Also wenn ich es dir jetzt nochmal von vorne zeige, ich nehme zum Beispiel das A, ist völlig egal, und ich bewege jetzt, also tiefes A, hohes E, tiefes A, hohes E. Und du siehst bei meinen anderen Fingern da kaum eine Veränderung, wenn dann nur minimal. Ja, weil ich mit dem Daumen einfach nur auf die Klappe drauf kippe und nicht rumrühre oder schiebe. Am besten, wenn du jetzt Anfänger bist, versuche dir möglichst bald die richtige Position anzuwenden. Weil wenn du dann zu der Überblaslage kommst, tust du dir dann am Anfang schwer. Auf der anderen Seite, wenn du weißt, woran es liegt, dann kannst du spätestens dann was ändern. Und so schwer ist das Umlernen dann auch wieder nicht, wenn man eben weiß, woran es liegt. Ich hoffe, dieser Tipp hat dir was gebracht, damit jetzt die obere Lage leichter wird und auch die Wechsel zufriedenstellender sind. Also mit dem Daumen nur kippen, nicht rühren. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich riesig freuen. Und ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, ciao.